Lieber Krebs, herzlich willkommen zu deinem August-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein August gestalten möchte, was wichtig und ausschlaggebend ist und schlichtweg, was auf dich zukommt. Was kannst du dir erwarten? Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Lieber Krebs, zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Krebs im August 2024, bitte. Die stürmischen Zeiten sind vorbei. Genieße und entspanne. Mache keine Probleme, wo gar keine sind. Sehe deine problematische Ausrichtung. Das heißt, du richtest dich auf Probleme aus. Eine ganz bestimmte Situation scheint sich zu wandeln, doch du schaust weiterhin auf das Problem. Du bist eingebettet in Zuneigung und Geborgenheit, doch du möchtest ausbrechen. Es ist dir zu eng. Eine Erscheinung, eine Vision, sehr, sehr ausschlaggebend. Freunde werden ausschlaggebend. Also die schon bestehenden, nicht die neuen. Sie sagen, lieber Krebs, lass die Sonne auf dich scheinen. Es ist alles längst nicht so schlimm, wie du denkst. Der August scheint, ich möchte gar nicht sagen problematisch zu werden, denn das wird er garantiert nicht, doch er scheint undurchsichtig für dich zu sein, den du aber ja sicherlich mit einer Erkenntnis abschließen wirst. Wow. Ja, lieber Krebs, was bist du bereit zu sehen, nicht zu sehen? Was bist du bereit zu verändern? Im August wirst du vielleicht bemerken, dass du aus dir selbst herausgewachsen bist. Wie eine Schlange, die sich häutet, so streife auch du das Alte ab, was nicht mehr zu dir gehört. Es ist zu eng geworden. Doch bevor du abstreifst, das heißt im Sinne abcuttest und aus deinem Leben verbannst und verabschiedest, schau genau hin. Es ist alles eine höhere Fügung. Ein Fischauge wird ausschlaggebend, sowie ein Onyx oder ein Turmalin. Du switcht hin und her im August zwischen sich anpassen oder eben nicht. Der Rebell in dir möchte ausbrechen, doch, lieber Krebs, aus was eigentlich? Werde dir bewusst, bevor du veränderst. Wir transformieren alle tagtäglich, doch für dich wird der August so auf sehr tiefer Ebene so transformativ, dass es schon günstig wäre, wenn du weißt, worum es geht. Deine Intuition spricht Bände, hörst du auf sie? Eine Situation, wie gesagt, möchte sich aufs Beste lösen, möchte ins Gleichgewicht gebracht werden, doch man braucht dich dazu. Bist du nicht im Gleichgewicht, kann die Situation sich auch nicht in Balance bringen. Ein Stier ausschlaggebend für dich sowie ein Löwe. Gut möglich, dass du zwischen den beiden stehst, muss aber nicht unbedingt sein. Und es geht darum, dass du dir klar wirst, für dich einstehst, Sie sagen, auf dein eigenes Wissen zugreifst, denn du weißt es letztendlich für dich
am allerbesten. Gib die Selbstverantwortung nicht ab, lieber Krebs, ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns, die Hauptenergie an im August, die dich begleiten wird, die dir ja zur Verfügung steht. Das Thema deines Sterns im August. Wow, wie passend! Die Innenschau. Ein neuer Blickwinkel wird gebraucht. Tja, Bestätigung. Suche die Antworten niemals im Außen. Durchs Außen kann man ab und zu schon hingeführt werden, natürlich. Doch die wahre Antwort ist deine Erkenntnis, die wahre Antwort ist das Wissen in dir drin. Du brauchst im August dringend eine Blickwinkelveränderung, eine neue Ausrichtung. Dies kann ein neues Ziel sein, dies kann eine Erkenntnis sein, was auch immer. Wir werden nachher in den Details schauen. Es ist auch gut möglich, dass dir an manchen Tagen einiges zu viel wird und du das Gefühl hast, dich zurückziehen zu wollen oder gar zu müssen. Tu dies, gönne dir Ruhe, tu, wonach dir ist. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du bewusste Entscheidungen triffst im August. Gut möglich auch, dass du mit einem Fisch zu tun hast, in deinem näheren Umkreis an Zwischenmenschlichem. Manchmal kannst du diesen Fisch nicht greifen bzw. nicht verstehen, denn du hast manchmal das Gefühl, dieser spricht eine andere Sprache als du. Also jetzt nicht kulturell gesehen, sondern dass man sich einfach nicht matcht. Gehen wir in die Details, lieber Krebs. Ja, definitiv. Du wendest dich ab, du brauchst Ruhe und du brauchst Neues. Du entscheidest dich gleich in den ersten Augusttagen bis zum 5. August. Es ist wichtig, lieber Krebs, dass du nicht aus Sturheit oder Verletztheit entscheidest. Ganz wichtig. Du möchtest hinausgehen aus dem, was dir zu eng ist, doch habe Geduld. Du möchtest dich eigentlich eher hinausboxen, am besten gestern als heute. Ein Feuerzeichen scheint die Lösung zu haben, doch die ist zu autoritär, zu bestimmend. So entscheide nicht, solange bis du dir sicher bist, lieber Krebs. Ja, schau an. Deine Emotions, sie übermannen dich. Sie übermannen dich. Niemals aus irgendwelchen Emotionen heraus etwas entscheiden. Du möchtest gesehen werden. Du möchtest anerkannt werden. Du möchtest erhört werden. Doch wie soll das im Außen lieber Krebs, wenn du dich selbst nicht mal anhörst? Wenn du nicht auf deine innere Stimme hörst. Wie sollen dann die anderen auf dich hören bzw. das ernst nehmen? Es zieht dich in die Ferne, lieber Krebs. Du planst. Es ist, als würdest du die Welt erobern wollen, die Welt erkunden wollen. Das kannst du tun, dem steht nichts im Wege, doch vorher, wie gesagt, musst du einige Sachen klären. Vorsicht, lieber Krebs, im August kannst du eventuell vermehrt Kopfdruck haben, Kopfschmerzen. Bitte immer zum Arzt gehen und dich von diesem beraten oder gar behandeln lassen. Dies kann der Zähne wegen sein, des Nacken wegen. Check es ab, klär es ab. Du möchtest frei sein. Du fühlst dich so eingeengt in irgendeiner Abhängigkeit. Es ist, als würdest du auch
das Gefühl haben, du bist zwar eingeengt und abhängig, doch gleichermaßen auch links liegen gelassen. Wow, wow, wow. Es geht darum, dass du dich selbst wieder ein Stückchen mehr findest, lieber Krebs. Denn die Sorgen anderer, die du auch noch aufnimmst, fast schon aufsaugst, wiegen schwer. Gut möglich, dass du das Ungleichgewicht, das innere Ungleichgewicht eines Erdzeichen oder eines Feuerzeichens, insbesondere eines Schützens, versuchst auszugleichen. Doch das geht nicht, das kannst du nicht, dafür bist nicht du verantwortlich. Auch ist es so, als würdest du dir ein Versprechen geben, lieber Krebs, es anders machen zu wollen als. Oder falls du Kinder hast, dass du diesen eine andere, bessere, leichtere Zukunft bescheren möchtest, als wie du dein Leben empfunden hast. Der August ist mega, mega tiefgreifend, auch sehr ergreifend, doch sehe es als positiv, lieber Krebs, denn du weißt, manchmal wird man an Themen hingeführt, an die man, von denen man sehr überrascht ist, und doch es sind genau die Themen, die unter den Wurzeln liegen, versteckt. Und nun sind sie bereit, entdeckt zu werden. Gut möglich auch, dass sich manche Krebse von euch hier entschließen, sich von jemandem helfen zu lassen über diese ein bisschen schwierige oder turbulente Zeit innerlich, ich rede vom Innen, gell? Helfen zu lassen von einem Profi oder einer medialen Person, denn ihr möchtet, schau her, ihr möchtet Antworten bekommen. Ihr bekommt diese Antworten, liebe Krebse, absolut. Doch vorher ist es wie, als müsstet ihr euch zu euch selbst bekennen. Manchmal habt ihr das Gefühl, ihr wisst nicht, wer ihr seid. Ihr wisst nicht, was Liebe ist. Ihr wisst nicht, was Zugehörigkeit ist. Doch wisst ihr es wirklich nicht, oder ist das eine Sache des Egos, welches euch in die Irre führen möchte? Du gehst deinen Weg, du gehst ihn sehr hell, du wirst auf dem Weg erleuchtet werden. Sehr, sehr viele Insights, und es gibt's nicht. Ihr habt nur Karten, die auf dem Kopf stehen. Wow, lieber Krebs. Ja, das sind Themen, was nicht heißt, dass alles negativ ist, in keinster Weise, doch es möchte alles genauer angeschaut werden. Es geht definitiv um eure Unabhängigkeit, es geht auch definitiv um das Innen, dass ihr euch fragt, wer bin ich, warum bin ich so, wie ich bin und wo gehöre ich hin? Eben, aus gewissen Dingen seid ihr herausgewachsen, in neue Dinge solltet ihr hineinwachsen. Es ist so ein In-Between-Monat, den man vielleicht als anstrengend empfindet, doch der sehr, sehr, sehr transformativ ist und eigentlich, nein, nicht eigentlich, und sehr positiv ist. Denn es geht hier in keinster Weise ums Außen. Das Außen hat euch vielleicht dazu gebracht, dass ihr mal hinterfragt, was ist gut für mich?
Es geht um eure innere Transformation. Etwas Neues steht an. Es hat nichts mit Materiellem zu tun, nichts mit dem Beruf, nichts mit nix. Es ist schlichtweg, lieber Krebs, die Frage, was will ich? Wer bin ich? Wo will ich hin? Was darf bleiben und was darf ich loslassen? Oder streichen wir das darf ich durch und schreiben stattdessen will ich loslassen. Lieber Krebs, wir machen weiter mit den Details im Extended. Wir warten dort auf dich und freuen uns, wenn du wieder einschaltest. Bis gleich. Ciao.